Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie man richtig saftige Bakery-Style Blueberry Streusel-Muffins zubereitet. Und falls euch dieser Begriff jetzt nichts sagt, muss er auch nicht, denn wichtig ist nur, dass wir hier richtig saftige, weiche Muffins produzieren, die mindestens 3 Tage frisch bleiben. Und wir starten bei Adam und Eva, und zwar bei den Muffin-Papierförmchen, die ihr hierfür braucht. Ich mache in diesem Video nämlich Jumbo-Blaubeer-Muffins und dafür braucht ihr diese Tulpenförmchen. Die gibt es zum Beispiel beim DM oder Rossmann zu kaufen, aber ihr könnt sie auch selber machen und wie, zeige ich euch gleich. Das wären dann 12 Jumbo-Muffins oder, wenn ihr solche Förmchen verwendet, 24 klassische, normal große Muffins. Für die selbstgemachten Tulpenförmchen faltet ihr ein Blatt Backpapier, dann schneidet ihr es in der Mitte durch, dann faltet ihr es nochmal, schneidet es wieder durch und dann habt ihr hier 4, fast Quadrate, denn die müssen noch ein bisschen zugeschnitten werden. Bei mir sind es pro Seite 18 cm. Außerdem braucht ihr ein Glas, dessen Boden in etwa so groß ist wie eure Backform, und über dieses Glas stülpt ihr jetzt eines dieser Quadrate und jetzt macht ihr Folgendes. Für die erste Variante einfach schön mittig drauflegen und nach unten hin festdrücken und so schnell kann es gehen. Für die zweite, etwas ordentlichere, elegantere Variante bildet ihr einfach Falten mit dem Backpapier, drückt das Ganze am Ende nochmals fest nach unten und jetzt zeige ich euch noch eine dritte Methode, das ist übrigens mein Favorit. Hierfür braucht ihr eines der kleinen Quadrate, dieses faltet ihr immer wieder so lange, bis ihr so ein kleines Dreieck bekommt. Den oberen Teil schneidet ihr einfach weg und jetzt habt ihr einen schönen Kreis, den legt ihr drüber über das Glas und das Praktische an dieser Methode ist, hier seht ihr genau, wo die Mitte ist. Dann wieder einfach nach unten fest drücken und das Papierförmchen steht bereit. Jetzt ist der Teig an der Reihe und dafür vermischt ihr die trockenen Zutaten, also das Mehl, Prise Salz, Backpulver und Natron. In einer zweiten Schüssel mixt ihr jetzt die weiche Butter cremig zusammen mit dem Puderzucker, etwas Vanille und Zitronenabrieb. Jetzt fügt ihr die Eier nach und nach und unter ständigem Rühren hinzu. Es folgt das Öl und danach das Joghurt und die trockenen Zutaten, die abwechselnd hinzugefügt werden. Jetzt vermischt ihr die gewaschenen Blaubeeren mit dem Mehl und das sorgt dafür, dass die Blaubeeren sich nicht ganz unten festsetzen, sondern sich schön in eurem Muffin verteilen. Achtet darauf, dass ihr das überschüssige Mehl nicht mit in den Teig hineingebt. Einmal kräftig unterrühren und jetzt wird portioniert und bei den Tulpenförmchen mache ich es einfach so, dass ich sie zu ca. 2/3 befülle, also relativ voll. Auf diese Weise bekommt ihr diese großen, dicken, saftigen Muffins wie aus der besten amerikanischen Bäckerei. Für die Streusel brauchen wir eigentlich nur weiche Butter, Puderzucker und Mehl. Diese Zutaten werden schön bröselig verknetet. Ich gebe auf jeden der Muffins ungefähr 1 bis 2 Teelöffel von den Streuseln. Das geht sich für diese 12 Jumbo Muffins oder 24 normal große Muffins locker aus. Gebacken werden sie 7 Minuten lang bei 200 Grad und danach für 20 bis 25 Minuten bei 190 Grad. Am Ende unbedingt Stäbchenprobe machen. Ihr seht, die Streusel sind schön knusprig und haben eine schöne Farbe angenommen und ihr seht, diese Muffins sind wirklich groß. Ich finde, es gibt echt nichts Besseres als weiche, saftige Muffins mit einem Glas kalter Milch oder einem richtig guten Kaffee.
Wenn ihr also für eure nächste Grillparty oder Kaffeekränzchen das i-Tüpfelchen sucht, dann müsst ihr wirklich diese Muffins ausprobieren. Wie immer findet ihr die Links zu den Produkten, die ich in meinen Videos verwende, in der Infobox. Das geschriebene Rezept gibt es wie immer auf meinem Blog und ich hoffe, dass euch das Video und Rezept gefallen hat. Wenn das der Fall ist, gebt mir einen Daumen hoch, besucht mich auch auf Facebook, Pinterest, Instagram und TikTok und wir sehen uns wieder im nächsten Video.